Wie du direkt zum Starttag deiner neuen App die meisten Downloads direkt zustande bekommst. Darum soll es im heutigen Video gehen. Hi und herzlich willkommen zu Wissen rund um die Apps mit Jamit Labs. Ich dachte mir, ich nehme dieses Video jetzt einfach mal mit, um über ein Thema zu sprechen, das ja da draußen gar nicht so bekannt ist. Und zwar gibt es seit einer Weile sowohl auf der iOS-Seite als auch im Google Play Store die Möglichkeit, neue Apps, Spiele und so weiter voranzukündigen, also die Möglichkeit zu geben, dass sie vorbestellt werden. Das ging auf iOS-Seite los mit dem Mario-Spiel von Nintendo, dass sie die Möglichkeit geschaffen haben und wurde nach kurzer Zeit dann halt irgendwie für alle Entwickler ermöglicht. Google hat nachgezogen, also im Google Play Store kann ich das auch machen und das ist eine super interessante Möglichkeit, halt eben zu einem bestimmten Zeitpunkt eben möglichst viele Downloads eben herzustellen. Das heißt, ich stelle es so ein, dass ich ein paar Wochen vorher schon den Store-Eintrag sehen kann. Ich muss dazu ein paar Sachen eben beachten, also ich muss zum Beispiel irgendeine Vorversion zum Beispiel schon mal hochgeladen haben und muss einen speziellen Haken setzen und dann kann ich es aber im Vorhinein schon reinstellen. Nutzer sehen dann das Ganze auf der Store-Seite schon ganz normal und können halt eben statt herunterladen sich einfach benachrichtigen lassen und bekommen dann am Release-Tag eben eine Benachrichtigung vom Store, dass ihr vorbestellter Titel jetzt quasi zur Verfügung steht und sie dann runterladen können. Jetzt, warum ist das Ganze interessant oder wichtig? Eben aus Sicht jetzt zum Beispiel von den Charts oder ähnliches. Also im Grunde ist immer so ein Ranking, kommt drauf an, wer hat wie viele Downloads innerhalb von ein paar Tagen bzw. innerhalb von einer Woche. Daher ist es natürlich super spannend zu gucken, dass ich möglichst konzentriert eben Downloads hinbekomme. Dazu gibt es verschiedene Strategien, also unter anderem wird auch Kickstarter ein bisschen dazu benutzt, sowas hinzubekommen. Ich kann Newsletter-Systeme aufbauen, aber im Grunde eben mir eine gewisse Audience vorher erschaffen, die ich mir im Grunde züchte, wo ich die Möglichkeit habe, wirklich möglichst zu einem speziellen Zeitpunkt möglichst viele Menschen zum Download zu bewegen, weil dann kann ich mich auch in diesen Charts nach oben bewegen und bekomme dadurch halt eben mehr Sichtbarkeit. Daraus werden dann wieder andere Leute auf eben meine neue App aufmerksam und ich bekomme so halt mehr und mehr neue Nutzer. Es gibt noch eine zweite Geschichte, wie ich zum Beispiel so ein Feature in einem App Store eben bekommen kann. Kann ich auch gerne mal drüber sprechen, wenn dich das interessiert. Lass mich doch einfach mal kurz in den Kommentaren hier direkt unter dem Video wissen. Dann können wir da auch mal ein Video zu aufnehmen. Also von dem her, überleg dir eben genau die Strategie, wie du deine App oder dein Spiel veröffentlichen möchtest, wenn du dann quasi fertig bist. Wenn du dabei Hilfe brauchst, nochmal Tipps oder ähnliches, melde dich einfach gerne bei uns, komm einfach auf jamitlabs.com, schreibe uns und dann können wir das Ganze einfach mal durchgehen. Von dem her, das war es schon wieder. Vielen lieben Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.